Hiermit begrüße ich euch zur 14. Folge von Deus Ex Human Revolution. Wir waren kurz davor, in diese Klinik hier besser gesagt reinzugehen, nicht einzudringen. Und denken Sie daran, Ihre Energie mit Nährstoffen aufzufüllen. Mr. Jensen, David Seraph told me you'd be dropping by. I've just been reviewing the test results we received on you last week. Should I start rolling up my sleeves? Surprisingly, no. I see no trace of glial tissue buildup in any of your charts. It's been 6 months, Doc. Shouldn't I be on neuropozyne shots by now? One would think, but these test results show no signs of implant rejection. If anything, the bond between tissue and electrodes seems to be getting stronger. So I'm free to go? Well, Mr. Seraph did ask me to discuss another topic with you. You are aware that several precautionary measures had to be put into place during your first surgery? Not all of my implants were switched on, I know. The damage caused by the hematoma had to be taken into account. Your brain needed time to recover, to get used to the mechanical neural processors and turn them on naturally over time. Cut to the chase, Doc. What does Seraph want? He feels that you might be ready to speed up the activation process using special software known as Praxis kits. You mean I don't have to wait for my augmentations to kick in naturally anymore? You can, if you prefer. But Mr. Seraph did make a generous donation to LIM in your name, thus ensuring that Praxis software linked to your particular neuroenhancements would always be available to you and you alone. Please, take a look. Natürlich. Das heißt, wir verhalten uns wie bei den Forschungen von Patient X, wie vor den gemachten Forschungen. Aber wir selber werden es wahrscheinlich nicht sein. Taifun-Munition können wir kaufen. Oder ein paar Riegel oder sowas. Oder Augmentierungen. Wie viel Geld haben wir denn? Ach. Okay, noch ungefähr 5000 Credits. Wir könnten uns ein Praxis-Kit kaufen. Und das habe ich jetzt auch mal gemacht. Dankeschön. Very well, Mr. Jensen. Use it in good health. Dr. Vera McCrovick. Okay, dann war das jetzt quasi schon die LIM-Klinik-Erfahrung. Ist hier noch irgendjemand, der kein Zivilist ist? Ich denke mal nicht. Dann schauen wir mal weiter. Is it true they stop your heart and the machine does your breathing? More or less. I know it sounds a little hair-raising, but we do it every day, several times over. It's a very safe procedure. Will I feel any pain or anything? It gets done through your IV needle. You'll be asked to count backwards, and the next thing you know, you'll be opening your eyes and the procedure will be over. Wow. Will I dream? Not while you're under, but you might afterward as you wake up. Alles klar. So, wir wollen hier uns ja zu dem Labor bei der quasi Gefrierkammer reinschleichen. Glaube ich jedenfalls, dass uns das ans Ziel bringen wird. Vielleicht aber auch nicht. So, hier ist jetzt ein Computer, den können wir benutzen. Vera, ich bin sicher, das war nicht Mr. Seraphs Absicht. Er wollte nur, dass du deinen Patienten lediglich einen allgemeinen medizinischen Rat gibst. Und zuvor? Ich freue mich natürlich über Mr. Seraphs Unterstützung und ich werde mein Bestes tun, um dem Patienten zu erklären, was dieses großzügige Geschenk bedeutet. Weiter werde ich allerdings nicht gehen. Von jetzt an ist es allein seine Entscheidung, welche Augmentierung er kaufen möchte. Meines Erachtens sollte allein der Patient und nicht sein Arbeitgeber entscheiden, ob er einen unausgereiften Prototyp einbauen möchte. Ja, hochachtungsvoll, Dr. Vera. Das war die von vorhin. Also, anscheinend wollte Seraph, oder hat Seraph sie mehr gedrängt, Entschuldigung. Ja, das uns Augmentierungen anzudrehen. Weil Seraph will anscheinend die Forschung, die er höchstwahrscheinlich dann an uns ausgetestet hat,
weiter in der Praxis erleben und schauen, wie es vorangeht. Okay, das sind nur, glaube ich, eher unwichtige Sachen. Die werden wir jetzt mal nicht lesen. Aber wer will, kann ja wie gesagt pausieren. Und erfährt dann auch alles. So, aber mehr gibt es jetzt auch nicht. Das heißt, vielleicht ist die Idee mit den Kühlfächern ja gar nicht möglich. Jedenfalls hier. Protesting is not against the law. I know that, officer. But some of those guys were carrying tire irons and setting garbage cans on fire. And those were the ones we arrested. The rest were merely exercising their right to free speech. What about my right to come to work each day without fearing for my life? I've still got to walk home tonight. I understand your concern. But if you want round-the-clock protection, I suggest you hire a private security company. Tja. So ist es, gell? Sorry, but I'm in the middle of something. Und von was? If you saw what happened and want to make a report, drop by the precinct. Ja, da muss ich sowieso dann hin. Aber danke. Das sind lauter Ärzte. People see conspiracies everywhere. They're saying that Lim's personal catalogs mean some people get preferential treatment. Please. Lim are the good guys. They believe in equality, unlike everybody else. Mhm, okay. Sie überzeugt von sich. Und dann geht's wieder nach draußen. Das ist wieder der Sprint-Tipp. Den müssen wir nämlich nicht drücken, sondern können einfach nur einmal antippen. Und Adam, es klappt. are you finished at the clinic? For now. Good. Right now I want to know who that corpse is. Head over to the police station and get his neural hub. And Adam, if you can't talk your way in, consider making a strategic retreat. There's got to be another entrance in the side of the building. Okay, gut zu wissen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich die Waffen zurückstecken kann. Ja, jetzt wollen die wahrscheinlich nicht mehr mit mir reden. Da muss ich demnächst auch mal gucken. Okay, hier gab es einen kleinen Unfall. Kommen wir also nicht weiter. Ach ja, und Augmentierungen. Wir haben uns jetzt ja ein Paket gekauft. Oh, wir haben ja noch neue Sachen. Ach so, die von vorhin. Gut. Wir haben jetzt neue Sachen bekommen und können uns jetzt irgendwas freischalten. Wir haben ja schon den Tipp von Tisch bekommen, dass wir uns die Augen optimieren sollten. Da können wir eventuell durch Mauern durchschauen. Smart Vision. Wir haben 3 Praxis und es kostet 2. Ja, dann würde ich sagen, wir kaufen das. Sind Sie sicher? Natürlich sind wir sicher. Und Wanddurchdringungsbildrechner. Okay, das heißt, wir können durch die Wände gucken. Das ist schon mit dabei. Danke. Da bin ich ja dann mal gespannt, wie das funktioniert. Ich glaube, das sehen wir jetzt auch rechts am Bildschirmrand, dass wir das machen könnten. Wenn wir jetzt natürlich noch wüssten, wie wir es aktivieren, wäre es ganz gut. Aber nicht so schlimm, kommt noch alles. Und wir müssen noch zu dem Teilzeit-Shop gehen. Job. Ganz schnell muss ich noch in die Missionen gucken, welche denn aktiv sind. Muttergefühle. Okay, dann kriegen wir von dem Detektiv vielleicht Infos. Und das machen wir jetzt auch. Aber ob der uns hier reinlassen wird, der Leibwächter? Ja. Keiner will uns mit Waffen reinlassen. Ich könnte jetzt natürlich die Tasten drücken und gucken, ob ich es finde. Ah. Und ich habe es gefunden. Gott sei Dank. Aber hier sind wir falsch. Aber wir reden trotzdem mal mit Grayson. You got anything you want to buy or sell? I'm the guy you want to deal with. Everything's on the computer, right at your fingertips. Ja, thank you very much. Ah, okay, das ist der Waffentypi quasi. Der uns Munition und Waffen verkauft. Automatisches Entriegelungssystem. Auch interessant. Aber wir sind knapp bei Kasse. See you soon. Und wir lassen das, aber ist gut zu wissen. Danke. So, hier hinten. Ah. Da geht's. Grayson hooked me up with some real tight merch. Those ug lovers get in my face now, I'm ready to pop. Grayson? Where he at these days? Yo, where you been, man? He been running shit through that abandoned gas station for weeks.
Oh, word? I wanted to get some upgrades for my Zenith 10 mil. He can hook you up nice, man. If you go, tell him I sent you. I want a discount next time. Word. Word, Digga. Das ist natürlich die Gasse, in die wir eigentlich nicht rein sollen. Aber hier wollen wir rein zum Detektiv. Na? Chase? Altes Haus? Hello there. Well, you must be Adam Jensen. A keen observation. Mrs. Reed told me you might pay me a visit. And don't take this the wrong way, but you're kind of hard to miss. I'll try to take that as a compliment. She told me you might have information regarding Megan Reed's case and the attack on Seraph headquarters. Oh boy, what a mess. Total pissing match. We had the feds on our ass, orders from 3 different departments, and pressure from so many lobbyists it felt like being the scrawny new kid in a prison shower. It is a very high-profile case. Mrs. Reed said you thought some procedures were overlooked. You got that right. I mean, you know how it is. Mrs. Reed told me you used to be a cop. There's always cases where you see the lazy officers taking shortcuts. But this was different. Different how? Too much stuff got overlooked. People seemed way too eager to jump to conclusions, and every time I was remotely insistent, I got turned down by ranking officers. People wanted to bury this thing fast. That's never a good sign. Surely you have something more substantial than this. Yeah, well, that's where you come in. I got a couple of leads I could never fully investigate. I started poking around, but these government-type agents just gave me the creeps. I got scared. Months away from retirement, I didn't want to fuck things up. But you obviously have the means to get to the bottom of this. So what have you got? First off, there's a rumor that the order to close the investigation came from higher up, maybe even outside the local department. Anything like that would have passed through Captain Penn. There might be traces of this left on his office computer. Guess I'll have to pay a visit to the local precinct. Well, while you're there, there was an officer assigned to the case, Chet Wagner. He's not what you call a choir boy. And when he suddenly got brought on the case, I got suspicious. Somebody wanted him there. And I'm pretty sure he tampered with some of the evidence. You should talk to him. Find out what he knows. Okay, I'll have a little chat with Officer Wagner. You'll most likely find him in the lobby. He got retrograded from his conduct, and he takes depositions now. He won't budge easily, but I'm pretty sure you can find some dirt on him on his desktop. His office is on the 3rd floor. You might find something there to help loosen up his tongue. Anything else worth looking into? Yeah, when the order came down to close the case, the bulk of the evidence was stashed in a storage locker. Maybe you can find some interesting stuff in there. It's on the alley right next to the station. The code is 4891. But I know an outside agency had access to that locker, so be careful. Thanks for the heads up. It's nothing. And, please, don't bother coming back here with details. Don't get me wrong, I'm glad to help. But the less I know about this case, the better I'll feel. Ja, danke. Das war jetzt viele Informationen. Ist nett. Aber was denn mit dem Ruhestand? Why retire from the force only to become a security guard? I mean, it looks like you still love the work. I love the idea of being a cop. Ever since I was a kid, I wanted to join the force. But I just got fed up. It's not like I had imagined it. It's a job. Some people are good at it, while others just don't care. And it shows. This case, the Seraph case, it was just the last drop in a cup already full. Okay, was ist mit der Agentur? You said an outside agency may have tampered with the storage locker. What did you mean by that? Well, I've heard that government agents may have locked up some of the more sensitive evidence in a safe inside the locker. Come on, Chase. What are you not telling me? Damn it! Okay, listen. I snooped around that locker before and found the safe code. But I kinda got caught by one of those guys. He knows I know, Jensen. If I give you the code, they'll know I talked. Call me negative, but I can't think of a nice outcome to that. Ja, wenn ich mich hier reinhacken würde, dann würden sie es ja trotzdem wissen, dass ich irgendwie davon erfahren habe. Aber gut, was ist denn mit dem Auftrag? Also warum wurde Ihnen der Fall zugewiesen? How did you get assigned to this case? I didn't push for it, if that's what you mean. To be honest, I didn't want to get involved. Why not? I was an honest cop, Jensen. I always tried to conduct myself in accordance with the law, with procedures, and what I believed was right. Not really the standard MO for a case like this.
Na gut. Da ist vielleicht was Wahres dran. Danke. That's all I need for now. Puh, jetzt haben wir viele Sachen bekommen, die wir angehen könnten. Aber uns wurde ja gesagt, dass wir auch vielleicht mal auf die Dächer gucken könnten. Und da sind wir hier doch schon ganz richtig, würde ich sagen. Hier könnte es rausgehen. Oder auch nicht. Aha. Eine Sackgasse. Oh, und zieh mal eine an. Ich würde sagen, wir müssen es hacken. Dann mal schnell. Ich habe schon lange nicht mehr gehackt. 5 Versuche. Schaffen wir. Okay. Übernehmen. Jetzt aber schnell. Wurden entdeckt. Oh, das sieht aber irgendwie nicht so aus, als wären wir schnell genug. Oder? Doch, schaffen wir. Ja, wir sind auch ein Profi-Hacker. Dankeschön. So, mal gucken, wo geht's denn? Oh, vielleicht ist es ein privates Zimmer. Aber eigentlich hat uns ja doch alles gesagt. Aber vielleicht finden wir Aufzeichnungen vom Code. Das könnte uns natürlich weiterhelfen. Was ist das? Die Nano-Augmentierung, Hirngespinst oder Zukunftsentwurf. Gut. Das lese ich in der nächsten Folge vor. Und danke fürs Zuschauen.